Heute zur Bescherung wollen wir dir auch eine kleine Gabe unter den Weihnachtsbaum legen. Das traditionelle englische Weihnachtslied The 12 Days of Christmas erinnert an die 12 Weihnachtsfeiertage zwischen Weihnachten und Dreikönig, die man ja aus der christlichen Tradition kennt. Wir spielen das Lied jetzt gerade hier mal ein. In dem Lied bekommt der Protagonist an jedem der 12 Tage ein Geschenk von seiner Geliebten, unter anderem Tauben, ein Rebhuhn und Hühner. Du siehst also hier, meine Liebe zur Landwirtschaft ist ja nicht zu verkennen. In dieser Tradition und auch im Angedenken an den kürzlich verstorbenen Charlie Munger, den legendären Stockpicker Warren Buffett, wollen wir dir heute 12 US-Aktientipps präsentieren, die du dir mal näher anschauen solltest und vielleicht nächstes Jahr in dein Portfolio legen könntest. Ich habe leider viel zu wenig Ahnung von Aktien und könnte so eine Liste mit Empfehlungen nie aufstellen. Zum Glück haben wir aber sehr kompetente Mandanten, die sehr erfolgreich traden und die wir hier um Rat fragen konnten. Die Aktien, die wir hier empfehlen, sind alle Blue Chips mit langsamem Wachstum. Also alles ziemlich langweilig, ganz ehrlich gesagt. Erwarte jetzt hier keinen Geheimtipp von irgendeinem Startup, was in den nächsten Monaten hier irgendwie durch die Decke gehen wird. Es handelt sich um Papiere, die nach Meinung unserer Experten trotz der Börsenrallye im Jahre 2023 immer noch ziemlich vernünftig bewertet sind und daher eben viel Spielraum nach oben haben. Platz 12, Walmart. Walmart belegt in unserer Liste den 12. Platz. Kürzlich sagte Goldman Sachs in seinem Einzelhandelsausblick für 2024, dass eine mögliche Deflation, die für die USA im Jahr 2024 erwartet wird, Walmart und auch anderen ähnlichen Unternehmen helfen könnte. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum verbessern wird, insbesondere bei den Nicht-Basiskonsumgütern, schreiben die Analysten von Goldman Sachs. Platz 11, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ist einer der Giganten aus dem Gesundheitsbereich, der in den letzten Jahren ein langsames, aber stetiges Wachstum verzeichnete. Infolgedessen erhalten die Aktionäre von Johnson & Johnson regelmäßige Dividendenzahlungen. Tatsächlich hat Johnson & Johnson seine Dividende in den letzten 6 Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Also eine sehr interessante Aktie mit langsamem, stabilem Wachstum. Platz 10, Merck. Merck belegt den 10. Platz in unserer Liste der besten Aktien mit langsamem Wachstum. Merck hat seine Dividende in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Im November erhöhte Merck die Dividende um sage und schreibe 5,5%. Der Carillion Eagle Mid-Cap Growth Fund äußerte sich in seinem Anlegerbrief für das 3. Quartal 2023 wie folgt zu Merck. Merck entwickelte sich im 3. Quartal unterdurchschnittlich, was unserer Ansicht nach weitgehend makroökonomische Faktoren betrifft. Das Unternehmen entwickelt sich weiterhin gut, sowohl klinisch als auch fundamental, aber ein Großteil der biopharmazeutischen Industrie war schwach, da sich die Anleger auf andere zyklische Sektoren konzentrieren. Soweit Merck, nun Platz 9 und da haben wir Oracle. Die Aktien von Oracle stiegen im Jahr 2023 bis zum 15. Dezember um etwa 19%. Die Aktie schwankte jedoch in den letzten Wochen aufgrund von Anzeichen eines nachlassenden Wachstums im Cloud-Geschäft. Im November stufte Edward Jones die Aktie hoch und verwies auf das Umsatzwachstum. Obwohl das Unternehmen hinter größeren Mitbewerbern zurückbleibt, ist es aggressiv in die Bereitstellung von Cloud-Diensten vorgedrungen und bietet Kunden eine weitere Alternative. Der Übergang des Unternehmens von der Lizenzierung seiner Produkte zur Bereitstellung auf Abonnementbasis in der Cloud wird zu einem beschleunigten Umsatzwachstum führen. Platz 8, Bank of America. Bank of America ist ein weites, reifes, stabiles und langsam wachsendes Unternehmen auf unserer Liste der besten Aktien mit langsamem Wachstum, die man jetzt kaufen kann. Nach dem Signal der Fed, dass sie ab 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen will, stufte Dick Buff, Analyst bei Odeon Capital, die Bank of America hoch, darunter auch mehrere andere Bankaktien, da der Analyst davon ausgeht, dass ein Rückgang der Zinssätze diese Banken stärken wird. Der Analyst sagte, dass er diese Aktien aufgrund der prognostizierten höheren Aktienwerte und steigenden Kurs-Buchwert-Verhältnisse hoch stufte. Na, dann warten wir mal ab. Platz 7, Walt Disney. Keine Frage, Walt Disney geht es nicht gut, da sein Geschäft aufgrund der zunehmenden Konkurrenz Schwierigkeiten hat. Man denke natürlich nur daran, dass ja Walt Disney auch noch ganz viel traditionelles TV hat und TV macht. Und das ist natürlich gerade in Amerika, wo die Kabelabonnementen immer weiter zurückgehen,
ein Problem. Einige Analysten glauben jedoch, dass Walt Disney unter der Führung von Bob Iger eine Trendwende erleben kann. Disney vollzog im Jahr 2023 einen großen Schwenk hin zum Streaming und Bob Iger hofft, das Unternehmen sowohl zu einem Wachstumssegment als auch zu einem profitablen Beitragszahler zu machen. Die jüngste Übernahme von Hulu und die Preiserhöhung erzählen einen Teil davon, wie das Unternehmen die Streaming-Zukunft sieht. Platz 6, Union Pacific. Union Pacific ist eine der am besten zu kaufenden Aktien mit langsamem Wachstum. Im Oktober wurde die Aktie des Eisenbahnunternehmens von der Deutschen Bank auf Buy from Hold hochgestuft. Als Katalysator für das Geschäft nannte die Bank gestiegene Bahnvolumina. Die Bank legte außerdem ein Kursziel von $235 für die Aktie der Union Pacific Corp fest. Wenige wissen von euch vielleicht, wie stark tatsächlich Züge in den USA eingesetzt werden, um Güter zu transportieren. Das ist ganz unglaublich. Zum Teil gibt es dort eine viel stärkere Benutzung als in manchen europäischen Ländern. Wir denken ja immer, die USA sind kein Land des Zuges, ist totaler Quatsch. Dort gibt es sehr viele Züge, ein sehr gut ausgebautes Netz, aber eben vor allen Dingen für den Güterverkehr, nicht so sehr für den Personenverkehr. Aber in den USA werden weit über 90%, ich meine sogar weit über 95% der Güter nicht auf den Autobahnen transportiert, wie man das ja oft denkt, in Trucks, sondern auf der Schiene. Cooper Investors macht in seinem Investorenbrief für das dritte Quartal 2023 den folgenden Kommentar zu Union Pacific. Unsere Untersuchungen zur Eisenbahnindustrie haben sich wie eine Geschichtsstunde des späten 19. Jahrhunderts angefühlt. Ein Blick in das goldene Zeitalter der Bahn. Zu dieser Zeit wurden die Eisenbahnen zu einer transformativen Kraft, die die Ostküste mit der Westküste verband und das wirtschaftliche Potenzial der US-amerikanischen Industrie und des US-Handels auf ein neues Niveau trieb. Über ein Jahrhundert später und trotz technologischer Umwälzungen fühlen sich die Güterbahnen Nordamerikas immer noch genauso relevant an und als ein wichtiger Teil des neuen Industriezeitalters. Eine Eisenbahn zu besitzen, zu betreiben und in sie zu investieren, gehört zum Lebenselixier Nordamerikas. Es soll Zeuge der Bewegung von Getreide, Beton, Stahl, Holz, Energie, Autos und Schiffscontainern über weite Entfernungen werden. Dabei handelt es sich um unersetzliche Vermögenswerte, die heute nicht mehr gebaut werden können und für die es größtenteils nur sehr wenige Ersatzmöglichkeiten gibt. Der Slogan von Union Pacific, Building America, trifft auf jeden Fall zu. Ein sehr schönes Statement hier, sehr schön ausgedrückt, finde ich. Sehr romantisch dieses Analysten. Platz 5, Eli Lilly. Eli Lilly hat dieses Jahr aufgrund seines stabilen Geschäfts und seines Medikaments zur Gewichtsreduktion für Aufsehen gesorgt. Kürzlich sagte der amerikanische Milliardär und Investor Ken Langone, dass Eli Lilly das erste Billionen-Dollar-Pharmaunternehmen der Geschichte sein würde. Im Gespräch mit CNBC sagte Langone, er sei aufgrund der Pipeline von Eli Lilly sehr optimistisch. Carillion Klar Invest Capital Appreciation Fund macht in seinem Anlegerbrief für das dritte Quartal 2023 den folgenden Kommentar zu Eli Lilly. Eli Lilly, der Arzneimittelhersteller, gab den Abschluss der zuvor bekanntgegebenen Übernahme von Versanis Bio und Sagelon Therapeutics bekannt, während das Unternehmen seine Pipeline für Diabetes- und Gewichtsverlustmedikamente weiter ausbaut. Die Aktien legten zu, nachdem der Umsatz und der Gewinn pro Aktie die Schätzungen übertrafen und die Studie eines Mitbewerbers über die positiven Ergebnisse dieser Behandlungen positive Daten lieferte. Platz 4 in unserem Ranking, JP Morgan Chase. JP Morgan Chase belegt den vierten Platz in unserer Liste der besten Aktien mit langsamem Wachstum, die man kaufen kann. Myers Power Growth Fund äußerte sich in seinem Anlegerbrief wie folgt zu JP Morgan Chase. Wir glauben, dass KI in naher Zukunft den größten Einfluss auf große Unternehmen haben wird, die KI nutzen können, um die Produktivität ihrer Belegschaft zu steigern und das Ergebnis ihres Unternehmens zu verbessern. Beispielsweise beschäftigt JP Morgan Chase mehr als 900 Datenwissenschaftler, 200 KI-Forscher und 600 Ingenieure für maschinelles Lernen und baut ein eigenes KI-Rechenzentrum auf. Das Unternehmen geht davon aus, dass die KI-Bemühungen im Jahre 2023 einen Geschäftswert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar generieren werden. Platz 3, Berkshire Hathaway. Die enorme Diversifizierung von Berkshire Hathaway und eine Vielzahl von Unternehmen haben es zu einer Art ETF gemacht, der Anlegern viel Vielfalt und Schutz vor Risiken bietet. Im dritten Quartal stiegen die Betriebsgewinne von Berkshire Hathaway im Jahresvergleich um etwa 41%.
was auf die starke Leistung des Versicherungsgeschäftes zurückzuführen ist. Berkshire Hathaway kaufte im Laufe des Quartals außerdem Stammaktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar zurück. Platz 2 ist Apple. Citi sagte kürzlich, dass Apple im Jahre 2024 erneut eine hervorragende Performance erzielen könnte. Citi ist optimistisch in Bezug auf das Umsatzwachstum im Dienstleistungsbereich von Apple, die iPhone-Nachfrage und ein mögliches AI-Phone und Vision Pro. Citi behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei und setzte ein Kursziel von 230 US-Dollar. Hayden Capital äußerte sich so zu Apple. Sogar Berkshire Hathaways berühmteste Investition des letzten Jahrzehnts, Apple, basierte auf einem ähnlichen Aufbau. Als Berkshire im Jahre 2016 investierte, begannen die Abonnementeinnahmen von Apple gerade etwa 10% der Gesamteinnahmen zu überschreiten. Heute liegt dieser Wert bei etwa 25%. Während das Betriebsergebnis von 2016 bis 2023 um 90% gestiegen ist, hat sich der Bewertungsmultiplikator selbst um ca. 300% erhöht. Investoren haben ihre Wahrnehmung der Apple-Produkte weiterentwickelt, von der eines Mode-Hardware-Unternehmens, das zum Wettbewerb bedroht ist, zu der eines Grundnahrungsmittels, eines notwendigen Teil des Haushaltsbudgets. So, jetzt große Frage, wer steht an Platz 1 unserer Liste der 12 US-Aktien, die wir hier empfehlen? Es ist Visa. Visa steht ganz oben auf der Liste der Aktien mit langsamem Wachstum, die am besten zum Kauf geeignet sind. Kürzlich veröffentlichte Stiefel einen Bericht, in dem es über die größten zyklischen Value-Aktien sprach, die von seinen Analysten mit Kaufen bewertet wurden. Visa gehörte zu diesen Aktien. Ensemble Capital Management äußerte sich in seinem Investorenbrief im 3. Quartal 2023 wie folgt. Die Menschen tragen Mastercard und Visa Card, weil sie in entwickelten Märkten fast überall akzeptiert werden. Und sie werden in den meisten Schwellenländern akzeptiert, zumindest dort, wo Menschen mit höherem Einkommen Geld ausgeben. Als Käufer können sie in einer Bodega in Peru, einem High-End-Hotel in Tokio, einer Raststätte in Alabama oder einem Eiswagen in Mailand auftauchen, dort ein Stück Plastik zeigen und der Dienstleister oder der Händler haben das Vertrauen, dass sie bezahlt werden. Und das ist natürlich eine ganz großartige Sache und das weltweit und fast jeder Mensch hat sie in der Tasche. Daher Visa auf Platz 1 unserer Liste. Was ist deine Einschätzung? Was sagst du zu dieser Liste der 12 langsam wachsenden US-Unternehmen, die wir hier zusammengestellt haben, mit Hilfe unserer Mandanten, die Experten sind im Trading? Wir sind hier völlig unabhängig. Wir sind selbst keine Experten, was Aktien anbelangt. Dennoch finde ich es eine sehr interessante Liste. Ich werde mir selbst überlegen, ob ich mir einige dieser Aktien zulegen sollte. Ich habe momentan keine dieser Aktien im Portfolio, aber 2024 wird sich das vielleicht ändern. Nun, das war unser kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Vielleicht sinnvoll für den einen oder anderen, vielleicht ein guter Tipp. Vielleicht kannst du damit ja tatsächlich was machen. Dir und deiner Familie wünsche ich noch ein schönes Fest. Mach's gut und wir sehen uns in Zukunft wieder. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.